Ja, hallo ihr Lieben und damit herzlich willkommen zu einem weiteren kleinen Mühlenabenteuer. Ich würde heute ganz gern da weitermachen, wo ich das letzte Mal aufgehört habe, und zwar hier oben bei uns im Arbeitszimmer. Ihr wisst, hier müssen Fensterbänke gebaut werden. Dazu sind wir beim letzten Mal nicht gekommen. Und ich habe nur ein kleines Problem. Ja, wie ihr sehen könnt, es ist etwas am Pieseln draußen. Ja, aber wie ihr sehen könnt, ohne die Schutzfolie an den Fenstern und ohne den Lehmmatsch an den Fenstern ist das ein richtig schöner, jetzt schon ziemlich heller Raum geworden. Ich freue mich schon richtig dolle drauf, wenn wir hier anfangen können, das Ganze weiß zu streichen. Dann werden die Wände noch mal ganz anders wirken. Ihr hattet mich ja auch gefragt, ja Hubi, willst du nicht so Lehmfarben lassen? Ich finde den Lehm an sich so als Farbton auch schön. Aber unsere Empfindung, also ich spreche für mich und meine Frau, ist, dass wenn man so einen ganzen Raum lehmfarben lässt, das wirkt doch so ein bisschen drückend. Dieser erdige Ton, ja, der gibt so ein bisschen Höhlenambiente. Und gerade in so einem Fachwerkhaus, wo man doch, ich meine, hier sind relativ viele Fenster, aber die sind ja dann doch klein und Sprossen drin und so, da ist es eben, der Raum wirkt viel offener, viel freundlicher, viel größer, wenn man den weiß streicht. Dafür werden wir dann unsere Silikatfarbe wieder nutzen. Da habe ich schon ein paar Eimer voll bestellt. Ich habe auch schon die Elektroinstallation bestellt. Das muss jetzt alles irgendwann kommen. Damit ich hier weitermachen kann, möchte ich aber gerne zuvor noch die Fensterbänke einbauen. Ich muss die Balken noch sauber machen, die Balken noch streichen. Dann wird der ganze Raum gestrichen und danach fange ich an, den Boden einzubauen. Davor muss natürlich hier nochmal richtig klar Schiff gemacht werden, das heißt der ganze Boden, alles muss sauber gemacht werden, der ganze Lehm, der jetzt noch auf dem Boden liegt, der muss raus. Aber davor, wie gesagt, will ich noch die Arbeit machen, die ein bisschen Dreck machen, das zum einen Fensterbank einbauen, Balken sauber machen und noch so ein paar Restverputzarbeiten. So, fangen wir mit dem kleinen Fenster an. Die Fensterbank wird aufgelegt auf das Brett, was hier schon vorhanden ist, auf dem auch das Fenster sitzt. Weil ich hier diese Rundung vom Fenster nicht so richtig gut in der Fensterbank abgebildet bekomme, beziehungsweise weil das so aufwendig ist und man dann vielleicht auch hier so einen kleinen Ritz hat am Ende, würde ich es so machen, dass ich die Fensterbank so ein ganz klein bisschen einstemme und die Fensterbank dann einschiebe. Festgemacht wird sie mit Dielenschrauben, selbstschneidenden und selbstversenkenden Dielenschrauben. Das Eichenholz, was wir für die Fensterbänke verwenden, das haben wir selbst auf unserer Blockbandsäge aufgeschnitten. Falls euch die Videos dazu interessieren, dann schaut doch mal bei mir auf dem Kanal vorbei. In der Liste der Videos gibt es reichlich Material zum Blockbandsägewerk. Die Fensterbänke haben wir vor etwa, ich glaube, 3 oder 4 Jahren aufgeschnitten, sind etwa 2–2,5 cm dick und lagern seitdem bei uns auf der Scheune, auf dem Scheunenboden, sind anständig durchgetrocknet, haben nicht geschüsselt, haben sich nicht groß verzogen. Jetzt werde ich mal rausgehen und mal gucken, ob ich ein schönes, trockenes Plätzchen finde, und dann schneiden wir zusammen die erste Fensterbank. Ja, ich muss mal sehen, dass ich mich hier irgendwie so ein bisschen unter Dach verkrieche. Hier in der Scheune zu schleifen und zu machen, gefällt mir zwar auch nicht so gut, aber hier habe ich wenigstens die Option noch mal auf ein bisschen Deckenlicht. Und ja, es ist zwar auch kalt, aber nicht mehr ganz so nass. Ich muss mal ein bisschen, was die Isolation angeht, aufrüsten. Und mit so einem Hoodie ist es einfach langsam nicht mehr getan. Oh. Wird Winter, Leute. Es wird Winter. Was wollen oder nicht. Bald ist Weihnachten. So, das ist mein Material. Dann habe ich hier noch einen Winkel, einen Handhobel und so eine kleine Akku-Handkreissäge. Ich weiß, sie sieht nach nicht viel was aus, aber das habe ich sonst immer mit einer Tauchsäge geschnitten, diese Bretter. Aber ich muss sagen, dadurch, dass sie so ein dünnes Blatt hat, das kleine Gerätchen ist gar nicht ohne.
So, jetzt ziehe ich mir natürlich erstmal die Maße aufs Brett. Ja. Hier hinten, hier ist ja Splint. Den hätte ich gerne möglichst weg. Hier ist auch Splint. Von daher, naja, ist wahrscheinlich alles nicht so wirklich richtig möglich, alles wegzuschneiden. Aber machen wir mal das Beste draus. 95 ist lang. 88 wollte ich gern. Hier haben wir eine gerade Seite. Das heißt, ich würde es jetzt 88,5 machen. So, Lieben, entschuldigt mein rabiates Vorgehen, aber ich finde, das Ergebnis kann sich trotz allem sehen lassen. Eine schöne Fensterbank aus selbstgeschnittenem Eichenholz. Ich habe sie ja erstmal geschlichtet mit dem dicken Hobel und Abrichte. Und jetzt habe ich hier noch so eine kleine Phase dran, mit der Hobel noch dran gehobelt. Die wird dann unten sehen. Ja, finde ich einfach ein bisschen schöner. Hier hinten habe ich auch eine Phase dran gemacht. Und zwar ist es so, die muss ja nur hier oben bündig mit dem Fenster abschließen. Und wenn jetzt hier in irgendeiner Art und Weise was stören würde, dann würde das vielleicht hier oben anliegen können, aber nicht anliegen können, weil es von da unten nicht passt. Also habe ich hier eine Phase dran gemacht. Deswegen kann das hier auch alles so ein bisschen unschön sein. Von unten habe ich sie nur ganz kurz so ein bisschen gerade gemacht, aber trotzdem, schaut mal, geile Maserung, ne? Ja, richtig schöne Eiche. Ja, hier ist vielleicht noch so ein bisschen Splint dran. Die Holzwürmer, die gehen ja gerne in Splint. Der ist wohl recht eiweißhaltig und deswegen sieht man hier so die Reste der Holzwürmer. Das ist aber schon lange her, dass die da drin waren. Und die waren da drin zu der Zeit, als die Bäume im Wald lagen. Die hatte ich gekauft. Die waren schon ziemlich wurmstichig. Aber ja, das ist lange her. Und von daher ist kein Problem mehr, wenn wir die jetzt so einbauen. Hier ist natürlich für die Schutzkleidung viel zu warm. Und ja, die Kamera, die läuft auch gerade ein bisschen an.
Entschuldigung, aber draußen ist kalt. So, ich hoffe, dass die passt und wenn ihr mir ein bisschen den Daumen drückt, dann kann sicherlich gar nichts schief gehen. Ja, glaubt es mir oder glaubt es mir nicht, aber die Wandheizung, die schallert hier ordentlich rein. Schon wieder fast zu warm. So, ja, dann wollen wir mal schauen. Das sollte die hintere Seite sein. So hatte ich es mir vorgestellt. Das heißt, hier an den Seiten muss ich jetzt noch ein bisschen die Wangen wegnehmen. So in dieser Höhe. Und dann versuche ich die Fensterbank da hinten so reinzubekommen. Mal schauen, wie gut das geht. Aber ich denke, das müsste eigentlich gehen. So, jetzt habe ich natürlich erstmal versucht, hier einen Nut zu machen. Habe hier die Rundung ein bisschen ausgegraben. Drunter fängt natürlich jetzt auch schon an, der Putzträger ein bisschen rauszugucken. Von daher hoffe ich jetzt mal, dass die sich da irgendwie rein buxieren lässt. Dass ich auch hoch genug gemacht habe. Ansonsten müsste ich da vielleicht noch mal ein bisschen nachschneiden. Wir haben hinten 80, vorne 88, das heißt, wir haben jetzt hier so eine Schräge von 4 cm. Aber das würde ich mir jetzt immer individuell für jede Fensterbank einzeln anpassen. Denn das da unten schon zu machen, das ist mir ein bisschen zu heikel, denn steckt doch irgendwie Arbeit und Material in so einer Fensterbank. Und ich möchte ungern so ein schönes Brett zersägen. So, zum Schönmachen nehme ich mir jetzt noch ganz normalen Lehmfeinputz. Wie gesagt, mit dem Lehmfeinputz bin ich hier ja noch nicht komplett durch. Deswegen habe ich hier noch so ein kleines Restchen im Eimer drin. Der ist nicht mehr gar so flüssig, der ist so ein bisschen, schon ein bisschen fester, dass man den auch schön modellieren kann. Und damit machen wir jetzt die kleinen Ritze zu. Als Werkzeuge habe ich dann hier einmal eine Fugenkelle, die eignet sich gut, eine Spachtel und dann habe ich hier noch so eine kleine Kelle. Ja, soweit bin ich zufrieden. Hat sehr gut funktioniert bisher. Um die Fensterbank jetzt vor
Verschmutzung zu schützen. Das ist jetzt eine reine unbehandelte Eichenholz Fensterbank, und wenn da jetzt irgendwas draufkommen sollte, was die Gerbsäure zum Reagieren bringt, dann gibt das ganz hässliche schwarze Flecken oder Ringe oder was weiß ich. Von daher, also gerade die Farbe, die Wand- und Deckenfarbe, die ist ja alkalisch, die Silikatfarbe, wenn hier ein Tropfen draufkommt, dann bleibt das gleich so als ein schwarzer Abdruck zurück. Um die Fensterbank jetzt zu schützen, werde ich sie mit Leinöl, das ist ganz normaler Leinölfirnis, behandeln. Das nehme ich ja eigentlich zur Behandlung hier von allem möglichen Holz. Ich persönlich finde ja, dass das ein absolutes Wundermittel ist. Und ja, ich habe damit auch mein gesamtes Außengebälk gestrichen. Ich streiche damit meinen Zaun. Wenn ich es nochmal machen würde, nochmal ganz am Anfang anfangen könnte, dann würde ich damit wahrscheinlich auch, meine gesamten Fenster auch nur mit Leinöl streichen. Denn das Leinöl, das hält wirklich sehr, sehr lange vor. Das ist, ich weiß nicht, warum das so aus der Mode gekommen ist, aber das ist für unbehandeltes Holz ein absolut genialer Holzschutz. Sieht noch richtig schön aus. Das heißt also, holt auch, wie ihr seht, richtig toll was aus dem Holz raus. Und ja, es ist rückstandsfrei. Das ist reines Leinöl, also reiner Leinölfirnis. Da ist jetzt nichts beigemischt. Keine Sikative oder so, damit das Öl schneller trocknet. Ganz einfacher Leinölfirnis, sehr dünn auftragen, denn das Leinöl bindet ähnlich wie Kalk ab, indem es mit der Atemluft reagiert. Dann bildet sich diese Firnisschicht, das ist so eine Art Sinterschicht, und ja, hat fast so ein bisschen was von klar lackiert, aber viel, viel dezenter und lässt sich jederzeit wiederholen. Und wenn man mal so ein Holzbrett entsorgt, dann ist das ja auch kein Anstrich, dann ist es nur geölt. Dann hätte ich jetzt auch keine Probleme damit, das eventuell thermisch zu verwerten. Aber bis es soweit ist, vergehen hoffentlich noch mindestens 100 Jahre. So, ich zeige euch das nochmal aus der Nähe. Das ist jetzt die schöne Eichenholzfensterbank. Wenn ihr seht, so ein bisschen das Wurmstichige ist gar nicht schlimm. Das finde ich, hat sogar Charme. Es ist ja eine alte Mühle. Und da kommt sowas natürlich richtig geil, wie ich finde. Hier habe ich es jetzt eingespachtelt. Und das habe ich jetzt einmal rundherum gemacht, überall. Und ja, finde, es ist fein geworden. Gibt auch keinen Spalt. Das Fenster, das ist noch ein bisschen unansehnlich. Das muss ich noch streichen. Das hatte ich damals gebraucht gekauft. Die anderen hier, die sind fabrikneu. 7 Fensterbänke sind es insgesamt. Und das war der erste Streich. Das war der zweite Streich. Das ist der dritte Streich. Das ist der vierte Streich. Das ist der fünfte Streich. Der sechste Streich und zum Schluss der siebte Streich. Gott sei Dank. Einmal rund. War ein ganz schöner Haufen Arbeit, vor allen Dingen bei dem Wetter und bei den Witterungsverhältnissen. Mittlerweile ist es schon dunkel geworden. Draußen ist es immer noch am Nieseln. Ich gehe jetzt noch mal raus, ziehe mir die dicken Klamotten an und räume noch die Maschinen weg, mache sie noch trocken und sauber, und wir sehen uns morgen. Boah, ja, neuer Tag, neues Glück. Es ist überraschend kalt geworden, um nicht zu sagen, heute Nacht waren es unter -3 Grad, und es hat heute am Tag auch schon reichlich geschneit. Und mir gehen die Holzvorräte so langsam aus. Nein, die gehen mir nicht wirklich tatsächlich aus, aber unser Dumper ist leer, und deswegen laden wir den jetzt noch mal voll mit Holz, damit der Hubi auch weiter gut durch die kalte Jahreszeit kommt. Aber wenn ich merke, dass es kalt wird, dann baue ich die Batterie aus vom Dumper und packe sie hier in den beheizten Raum, mache sie an ein Erhaltungsladegerät. Den Dumper, den brauche ich ja nicht so oft, und ja, bei der
kalten Temperatur, da ist es dann schon mal so, der braucht ja immer ein bisschen gutes Zureden, damit er anspringt. Und das geht am allerbesten mit einer frischen Batterie. Ja, ein bisschen asynchron geladen. Das gibt Abflugzüge in der B-Note, aber ja. Ja gut, hier war noch genügend Holz da, aber hätte schon mal gesagt, das will ich für die richtig kalte und dunkle Jahreszeit haben. Jetzt komme ich ja noch easy zum Holzstapel. Die Batterie, die packe ich jetzt wieder schön ins Warme und ich glaube sogar, dass bei der Kälte alle Spaltenmaße an dem Dumper ein bisschen zusammenschrumpfen, solange der noch kalt ist. Denn der läuft besser und springt auch gar nicht so schlecht an. Und das, obwohl wir jetzt hier so, ich schätze mal, gerade so um den Nullpunkt noch haben. Heute Nacht soll es wieder kalt werden. Ja, Holz ist jetzt wieder genügend da und Wasser ist auch genügend da. Aber schaut doch mal, wie schön sauber die Fenster jetzt sind. Wird Zeit, dass ich wieder ein bisschen Dreck mache da drin. Ja, momentan läuft die Anlage so auf 7,5 kW. Die könnte auch noch ein bisschen mehr leisten, denn die letzte Nacht hat es richtig doll geregnet und dann kam der Schnee und die Kälte. Aber ich musste die Anlage ein bisschen drosseln. Die würde jetzt auf Vollgas laufen, das heißt mindestens 10 kW liefern. Aber unten die Klauenkupplung, da ist die Verbindung zwischen Mühlrad und Getriebe. Da ist eine Klauenkupplung verbaut und da ist das Kupplungsgummi jetzt in den letzten 3 Jahren aufgebraucht worden. Das heißt, ich habe jetzt gesehen, dass die anfängt auseinander zu bröckeln. Und wenn euch interessiert, wie es weitergeht, wie wir die Kupplung tauschen, dann würde ich mich über ein Abo und ein Like freuen und natürlich auch, wenn ihr beim nächsten Mal dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne, kalte Zeit. Wohl soll jetzt gleich wieder wärmer werden. Ja. Kopfschmerzwetter droht. Von daher bleibt gesund, passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao. Tschüss.